Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Fährnews aktuell. Auch heute habe ich wieder viele Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährverbindungen und Fährhäfen im Gepäck. Unter anderem wird es um die Übernahmen der Botnia Enabler und der Fineco 1 gehen. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Seawind verlässt Tallink Group. Am 26. April 2022 hat die Tallinn Swedish Line Ltd., eine Tochtergesellschaft der Tallink Group, die Seawind verkauft. Im Zuge des Verkaufes hat die Reederei auch ihren Frachtverkehr auf 2 Routen neu geordnet. Auf der Verbindung zwischen Muuga und Helsinki-Vuosaari verkehrt nun die Regal Star, zwischen Paldiski und Kapellskär verkehrt weiterhin die Sailor, nun jedoch mit zusätzlichen Abfahrten. Natürlich sind wir traurig, unsere großartige alte Lady Seawind gehen zu lassen, die dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Doch wir freuen uns auch, dass sie ein neues Leben vor sich hat und für neue Eigner in anderen Gewässern in Fahrt bleiben wird. Ich möchte der Besatzung danken, die sich so viele Jahre lang um das Schiff gekümmert hat, sagte Tallink-CEO Paavo Nõgene anlässlich des Verkaufs des Fährklassikers. Die Seawind wurde 1972 als Kombifähre Svealand für die Linie Travemünde-Helsingborg gebaut. 1989 wurde das Schiff für die Silja Line-Tochter Seawind Line aufwendig zur Seawind umgebaut und fuhr bis Ende 2014 für diese zwischen Stockholm und Turku. 2015 wechselte die Seawind auf die Tallink-Frachtlinie Tallinn-Helsinki und wechselte später auf die Route Muuga-Vuosaari. Botnia Enabler übernommen. Wallenius SOL hat mit der Botnia Enabler das größte eisgängige Multifuel-Conro-Schiff der Welt übernommen. Am Freitag, den 3. Skellefteå, Ulo, Kemi, Travemünde aufnehmen. Die Containerkapazität auf der Verbindung erhöht sich um den Neubau um fast 300%, die Ro-Kapazität um 100% gegenüber dem aktuell verkehrenden Schiff. Auf Anfrage, ob und wenn ja welches Schiff ersetzt wird, habe ich bisher noch keine Antwort erhalten. Auch auf die Frage, inwiefern die längeren Fahrtrouten um Skagen herum, anstatt durch den Nordostseekanal, einen Einfluss auf die Umweltbilanz des Schiffes haben, habe ich noch keine Rückmeldung erhalten. Da das Schiff länger als 235 Meter und breiter als 32,5 Meter ist, darf es den Nordostseekanal nicht mehr passieren. Die bisherigen Schiffe der Flotte von Wallenius SOL liegen jedoch weit unter diesen Grenzwerten und können daher den kürzeren Weg durch den NOK wählen. Sollte ich noch eine Rückmeldung seitens Wallenius SOL auf meine Anfragen erhalten,
werde ich diese selbstverständlich im nächsten Video aufgreifen. Das Schwesterschiff der Botnia Enabler, die Baltic Enabler, soll noch diesen Sommer ausgeliefert werden. Auch hier werde ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Finnlines übernimmt Fineco 1. Am 28. April 2022 hat Finnlines mit der Fineco 1 den ersten von 3 Hybrid-Ro-Ro-Neubauten übernommen. Das 238 Meter lange und 34 Meter breite Schiff wird im Vergleich zu den größten Schiffen der heutigen Finnlines-Flotte fast 40% mehr Ladekapazität bieten. Auf 5800 Lademetern ist Platz für bis zu 400 Trailer. Trotz der Kapazitätssteigerung wird weiterhin ein effizienter Verladeprozess gewährleistet. Die Anordnung der Heckrampen und mehrere interne Rampen beschleunigen den Be- und Entladevorgang. Außerdem stehen spezielle Bereiche für die Verladung von Papierrollen zur Verfügung. Ein hebbares Deck ermöglicht den Transport von Fracht bis zu einer Höhe von 7 Metern. Die Klassifikationsgesellschaft RINA hat dem Schiff für seine Umweltfreundlichkeit die Klassifizierung Green Plus verliehen. Durch den Einsatz von Zweitakt anstelle von Viertaktmotoren kann der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Ein Luftschmiersystem unter dem Kiel verringert den Widerstand des Schiffes im Wasser und senkt somit neben dem Kraftstoffverbrauch auch die umweltschädigenden Emissionen. Im Hafen werden aufgrund eines 5 Megawatt Batteriepacks und der damit verbundenen elektrischen Stromversorgung des Schiffes sogar gar keine Schadstoffe ausgestoßen. Die Batterien werden während der Fahrt unter anderem auch mit Hilfe einer 600 Quadratmeter großen Solarzellenfläche geladen. Zusätzlich zur Emissionsreduktion werden die dennoch entstehenden Abgase durch ein Reinigungssystem geleitet und so der Schadstoffausstoß reduziert. Finnlines hat seinen Service für Lkw-Fahrer an Bord des Schiffes verbessert. Die Fineco 1 verfügt über einen Fitnessraum, einen Saunabereich, einen Speise- und Aufenthaltsraum sowie eine Wäscherei, die den Fahrern zur Reinigung der eigenen Kleidung zur Verfügung steht. Um den Komfort an Bord zu erhöhen, werden die Fahrer außerdem ausschließlich in Einzelkabinen untergebracht. Emanuele Grimaldi, CEO von Finnlines, sagt: Wir begrüßen die Fineco 1 in unserer Flotte. Das Schiff wird größer und umweltfreundlicher sein als alle anderen Ro-Ro-Schiffe in der Ostsee. Das Schiff wird eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer zuverlässigen Güterversorgung von und nach Finnland spielen und unsere Verbindungen nach Europa werden sich erheblich verbessern. Nach jetziger Planung soll das Schiff ab Juni 2022 in den Ostsee-, Nordsee- und Biskaya-Verkehr von Finnlines einsteigen. Berlin erhält Rotorsegel. Das Fährschiff Berlin der Fährreederei Scandlines hat am 16. Mai 2022 ein Rotorsegel der finnischen Firma Norsepower erhalten. Das 30 Meter hohe, zylinderförmige Segel nutzt den Magnus-Effekt, mithilfe dessen das Schiff in Vorwärtsrichtung beschleunigt werden kann. Die genaue Funktionsweise des Rotorsegels und die möglichen Vorteile hinsichtlich Treibstoffeinsparung und Umweltschutz werden in 2 Wochen in einem separaten Video hier auf diesem Kanal erläutert. Abonniert also gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um das Video nicht zu verpassen. Neben der Berlin hat 2020 bereits das Schwesterschiff Kopenhagen ein baugleiches Rotorsegel erhalten. Michael Guldmann-Petersen, COO von Scandlines, berichtet hierzu: Wir haben mit dem Rotorsegel auf der Scandlines Hybridfähre Kopenhagen gute Erfahrungen gemacht und deshalb die Schwesterfähre ebenfalls für die Installation eines Rotorsegels vorbereitet. Erfreulicherweise wurde das Rotorsegel ohne Probleme installiert und die Fähre konnte am Morgen des 17. Mai wie geplant wieder in Betrieb genommen werden. Drittes Schiff auf der Route Venedig-Bari-Patras. Grimaldi Lines setzt seit dem 4. Mai 2022 eine dritte Ro-Ro-Fähre auf der Route Venedig-Bari-Patras ein. Die 200 Meter lange und 26 Meter breite Eurocargo Cagliari bietet bis zu 250 Trailern Platz auf 3850 Lademetern. Das Schiff wird dabei die bereits verkehrenden Schiffe Eurocargo Alexandria und Eurocargo Genova unterstützen. Wie die beiden anderen Ro-Ro-Fähren auch, fährt das Schiff unter italienischer Flagge und ist mit Abgasreinigungssystemen zur Verringerung der Schwefel- und Partikelemissionen ausgestattet. Durch den Zuwachs ergeben sich somit folgende zusätzliche Abfahrten: von Patras nach Bari und Venedig am Mittwoch um 8 Uhr in der Früh, von Venedig über Bari nach Patras am Freitag um 18 Uhr
von Bari nach Patras am Samstag um 18 Uhr und von Bari nach Venedig am Donnerstagmorgen um 4 Uhr. Somit wird es nun 8 Abfahrten pro Woche und Richtung geben. Der Einsatz eines dritten Schiffes auf der Strecke Venedig-Bari-Patras ist die Antwort der Grimaldi-Gruppe auf die Nachfrage nach häufigeren, effizienteren und ökologisch nachhaltigen Verbindungen zwischen Italien und Griechenland, sagte Emanuele Grimaldi, CEO der Grimaldi-Gruppe. Der Einsatz der Eurocargo Cagliari bestätigt nicht nur unser Engagement für unsere Kunden, sondern auch unser großes Vertrauen in die Fähigkeiten der adriatischen Häfen, fügte er hinzu. Das war es mit der Mai-Ausgabe von Fair News aktuell. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen und ein Abo da. Wie hat dir das neue Zitatdesign gefallen? Schreib doch gerne einen Kommentar. Wenn du noch mehr sehen möchtest, kannst du dir hier rechts die April-Ausgabe ansehen. Bis zum nächsten Mal.